Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was leider noch viel zu wenig erwähnt wird, obwohl es doch eigentlich jedem von uns im Alltag begegnet. Und zwar möchte ich heute mit euch über sexuelle Belästigung sprechen und euch von meinen Erfahrungen dazu erzählen und was ich darüber denke. Und ich fange einfach gleich an. Letzten Sonntag habe ich ja meinen ersten Summary Sunday Vlog online gestellt und er handelte davon, wie ich nach Burma reise. Was ich euch dabei aber nicht erzählt habe oder was ich dabei rausgeschnitten habe, weil ich halt dieses Video extra dafür machen wollte, ist folgendes. Eben in Burma ist noch was passiert, und zwar, ich saß da in einem Restaurant und habe dann bezahlt und wollte gehen und wollte aber vorher nochmal auf Toilette gehen. Die ist ein paar Meter weiter, ein bisschen versteckt, da geht halt kaum irgendwer lang. So Richtung da, wo ich euch gezeigt habe, wo die mit dem Boot fahren. Und Unisex. Und als ich da hingegangen bin, kam gerade ein Mann raus und dachte ich, naja, ne, gut, ist er halt raus so, ne? Und dann bin ich halt in die Kabine gegangen und habe mir erstmal das Klo angeguckt, weil das ist ja meistens nicht so sauber und es gibt ja kein Klopapier, um den Rand irgendwie abzuwischen oder irgendwie so. Und dann wollte ich gerade meine Leggings ein bisschen runterziehen und habe gemerkt, dass sich auf einmal die Tür der Nebenkabine schließt. Aber ich hatte vorher überhaupt nicht mitbekommen, also ich habe überhaupt keine Schritte oder irgendwas gehört. Und deshalb haben bei mir sofort die Alarmglocken geklingelt, weil ich so eine Situation schon mal vor 2 Jahren in Deutschland hatte, dass mich, naja, komme ich da gleich noch zu. Und auf jeden Fall habe ich dann instinktiv hochgeguckt, ob die Wand zwischen den beiden Kabinen durchgängig ist, und das war sie halt nicht. Und dann habe ich auch schon eine Hand gesehen und dachte, okay, alles klar. Und dann, also eine Hand, als ob sich jemand halt hochhangelt. Und dann verschwand die wieder und dann habe ich Haare gesehen. Und dann hat es mir gereicht und dann bin ich einfach rausgerannt. Und mein erster Impuls war halt wegzurennen. Aber dann dachte ich mir, nein, nee, das geht so nicht. Und du musst ihm zeigen, dass es nicht okay ist und überhaupt, was das ist. Also habe ich gewartet und niemand kam raus. Und dann habe ich angefangen, ich weiß gar nicht, was ich zuerst gemacht habe. Ich glaube, da habe ich zuerst geschrien auf Deutsch. Also, dass er halt rauskommen soll, und dann nochmal auf Englisch, weil ich dachte mir, okay, wahrscheinlich versteht er Englisch schon nicht, dann ist ja auch egal, was ich rufe, weil dieselbe Sprache sprechen wir eh nicht. Und dann habe ich auch bei ihm gegen die Tür richtig gehämmert, weil ich so sauer geworden bin. Aber nichts, gar nichts. Und dann bin ich ein paar Schritte weggegangen, um so zu tun, als ob ich halt weggehe. Und natürlich kam er dann raus und grinste mich so richtig widerlich an. Und das hat mich noch wütender gemacht. Und dann habe ich den einfach angeschrien und habe halt gesagt, dass das nicht okay ist, was er sich dabei denkt und dass es disgusting ist, also super eklig und boah, so halt mehr oder weniger vor ihm auf den Boden gespuckt, weil ich nicht wusste, wie er mich versteht, und ich musste halt irgendwie irgendwas machen, damit er halt rafft, irgendwie, dass das jetzt richtig, richtig kacke war. So, naja, und dann bin ich halt weg und der Kellner da in dem Restaurant, der ist mit mir zur Schule gegangen, hat er mir erzählt, und deshalb konnte er halt auch ein bisschen Englisch, und dann bin ich halt zu ihm hin und habe ihm das versucht zu erklären, und irgendwann hat es dann auch gerafft und hat es seinem, ich schätze mal, Vorgesetzten erzählt, einem älteren Mann, und der ist dann auch sofort hin und hat geguckt, und dann hatte ich ja gefragt, ob ich woanders auf Toilette gehen kann, weil ich war ja ganz offensichtlich noch nicht und ich wollte da auch nicht nochmal hin. Und dann hat er mich halt zu dem, also das war halt das Restaurant, wo ich saß, und daneben ist halt das Hostel, hat er mich halt dahin geführt. Und da durfte ich dann halt in einem Zimmer auf Toilette gehen. So. Und der mich hochgebracht hat, hat dann auch noch gesagt, ja, und es tut ihm leid und wie es mir denn geht und ob ich okay bin. Und ja, wie man schon in dem Ausschnitt raushören konnte, war das nicht das erste Mal, dass mich jemand auf Toilette beobachtet hat. Vor 1,5 Jahren war ich mit meinem Ex-Freund in Blankenburg, weil er da ein neues Auto gekauft hat. Es war noch ein Freund von uns dabei. Und nachdem wir das Auto gekauft haben, haben wir uns noch zu McDonald's gesetzt in Blankenburg, wollten dann noch was essen, bis wir zurückfahren. Und nachdem wir fertig gegessen haben, sind die beiden rausgegangen, eine rauchen. Ich habe an dem Tag nicht geraucht. Und wollte halt nochmal auf Toilette gehen, bevor wir
halt wieder nach Hause fahren. Und auf dem Weg zur Toilette bin ich an einem Mann vorbeigegangen. Und wir hatten kurz Augenkontakt. Und dann war ich auf Toilette und durch meine MS brauche ich ja mal ein bisschen länger. Weil ich ja Blasenfunktionsstörungen habe. So, und deshalb kann es halt auch schon dauern, dass ich 3 bis 5 Minuten einfach auf Toilette sitze. Und war dann halt auf Toilette, auf der Damentoilette natürlich, und habe dann irgendwann zwischendrin gehört, dass jemand reinkam. Habe mir aber natürlich nichts bei gedacht. Irgendwann kam mir das aber komisch vor, weil ich weder Geräusche gehört habe, dass die Hose aus- oder angezogen wird, geschweige denn irgendwelche anderen Bewegungen. Und auf einmal beschlich mich ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl und ich habe hochgeguckt. Der Mann hat mich einfach mit riesigen Glubschaugen angeguckt. Ich weiß nicht, wie lange er mich schon beobachtet hat, in so diesem intimen Augenblick, aber ich schätze, es müssen ungefähr 2-3 Minuten gewesen sein. Und dann bin ich natürlich aufgesprungen und wollte rauslaufen, aber hier war halt die Tür, dann kam seine Kabine und dann kam halt meine Kabine und ich hatte Angst, dass, wenn ich die Kabinentür aufschließe, dass er mir den Weg versperrt und mich anfasst oder noch mehr. Und deshalb bin ich erstmal drinnen geblieben und habe halt gewartet, was er macht, und er ist dann raus aus der Kabine und dann, so ängstlich ich war, genauso wütend wurde ich auch und bin dann auch raus, und in dem Moment stand auch plötzlich schon mein Ex-Freund in der Tür, weil der hat halt von draußen gesehen, dass ich auf Toilette gegangen bin und dass halt der Mann dann auch auf Toilette gegangen ist, also in die Richtung von den Toiletten, es aber so lange gedauert hat. Und hat sich gewundert und hat dann erst in der Männertoilette geguckt, dann in der Behindertentoilette und dann halt in der Frauentoilette und hat ihn dann halt aufgehalten. Wir haben dann die Polizei gerufen und unser Kumpel hat sich zum Hinterausgang gesetzt und wir halt zum Vorderausgang und haben halt ihm gesagt, du bleibst hier. Ich glaube, er war Roma und konnte halt kein Deutsch. Und weil es in Blankenburg damals keine Polizeistation gab, mussten wir fast eine Stunde warten, bis die Polizei kam. Und während dieser Stunde saß der Mann einfach nur da und hat nichts gesagt. Und währenddessen kamen halt seine Freunde rein und haben mich gefragt, was denn los ist. Und dann habe ich es ihnen halt erklärt und dann haben sie sich bei mir entschuldigt, dass er das gemacht hat. Aber das hat halt nicht gereicht. Mir ging es nicht darum, dass der Mann hinter Gittern kommt oder bestraft wird. Mir ging es darum, dass er merkt, dass sowas nicht in Ordnung ist, dass er einen Fehler gemacht hat. Weil ich konnte es ihm ja durch die Sprachbarriere nicht selber mitteilen. Und ja, als dann die Polizei kam, haben sie natürlich Personalien aufgenommen und so weiter und so fort, aber es ist natürlich nichts weiter passiert. Und ich weiß schon gar nicht mehr, als was sie es bezeichnet haben, aber es war weniger als sexuelle Belästigung. Und das hat mich so unglaublich wütend gemacht, dass, wenn mich jemand auf Toilette beobachtet, das nicht mal als sexuelle Belästigung gilt. Und bevor jetzt vielleicht jemand kommt und sagt, ja, ach, die Ausländer, erst der Roma, dann der Burmese, die kennen ja unsere Kultur gar nicht und so, möchte ich jetzt noch ein drittes Beispiel nennen. Von einem Deutschen. Einer, mit dem ich längere Zeit mal was am Laufen hatte. Wir waren auf einer Party im Wald und sind weggegangen, um halt zu knutschen. Und er war ziemlich betrunken und hatte, während wir uns geküsst haben, halt versucht, ich hatte so eine Zipjacke an, die Zipjacke aufzumachen. Und ich habe halt gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und er hatte erst nicht so aufgehört und habe ich ihn halt so runtergedrückt. Und weil er so betrunken war, ist er irgendwie auch eingenickt und dann habe ich ihm halt so eine kleine Backpfeife gegeben, damit er halt wieder aufwacht. Als er aufgewacht ist, hat er mich auf einmal umgeworfen, sich halb auf mich geworfen und wieder versucht, meine Jacke aufzumachen. Aber mit Gewalt. Und ich habe gesagt, nein, ich will das nicht. Ich habe mehrmals Nein gesagt und er hat erst von mir abgelassen, als ich die Seele aus dem Leib geschrien habe, weil ich nicht wusste, was ich sonst noch machen kann, weil er stärker war als ich. Wir waren alleine und er hat trotzdem ich mehrmals gesagt habe, nein, ich will das nicht, immer noch weitergemacht. Wie man sehen kann daran,
Es kommt nicht auf die Nationalität an. Und es kommt nicht auf die Kultur an. Es kommt auf den Menschen drauf an. Und ich finde es ganz, ganz traurig, dass wir dieses Thema überhaupt so oft ansprechen müssen und so oft thematisiert werden muss, weil es immer noch Leute gibt, die nicht die Privatsphäre von anderen Menschen respektieren, die kein Nein respektieren, die keinen Respekt haben vor dem Körper des anderen. Ich habe danach, nach Freitag, mit Freundinnen von mir gesprochen und auch die haben mir Beispiele genannt. Eine Freundin von mir, die in Indien war, einfach nur ganz normal lang gegangen ist und auf einmal ihr ein Mann an den Hintern gepackt hat. Und obwohl sie ihn angeschrien hat und ein Polizist direkt in Sichtweite war, also der Polizist hat das gesehen und hat nichts gemacht. Gar nichts. Eine andere Freundin von mir saß in einer Decke eingewickelt, auf dem Boden, hat auf, ich glaube, den Zug gewartet. Auf einmal kam ein Mann und hat sie angefasst. Mich hat ein Mann in Deutschland auf einer Party einfach an den Haaren gezogen, damit ich auf ihn aufmerksam werde. Ich verstehe das nicht. Warum? Warum macht ihr das? Und ich bin mir sicher, nein, ich weiß, dass es ja noch viele, viele andere Beispiele gibt von vielen Frauen und natürlich auch Männern. Die möchte ich dabei gar nicht rausnehmen. Auch Männer werden sexuell belästigt. Wie es mit Frauen passiert, ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Hausnummer. Es fängt ja schon alleine an mit Werbeplakaten. Werbung an sich und wie Frauen als Objekte degradiert werden, um Werbung zu machen oder Gewalt an Frauen dargestellt wird, um, keine Ahnung, Parfüm zu verkaufen. Das macht mich so wütend und so sprachlos, dass so viele Menschen es sehen und es stillschweigend akzeptieren. Es macht mich so wütend, dass kleine 8-jährige Mädchen in die Magersucht verfallen, anfangen, sich zu wiegen, nichts mehr zu essen, sich zu schminken bis zum geht nicht mehr. Alle diese ganzen Schönheitswettbewerbe, wo 3- oder 4-Jährige wie aufgedonnerte Puppen langlaufen, ihr Talent beweisen, indem sie sexy als 3- oder 4-Jährige ihre Hüften schwingen und sich auf den Arsch klatschen und dabei gefeiert werden von einer Jury und bewertet werden, nur wie sie aussehen. Und du musst einfach nur hübsch sein und am besten stillschweigend alles mit dir gewähren lassen und dann erreichst du was. Was ist das für eine Gesellschaft, was ist das für ein Bild, was wir jungen Mädchen und Frauen vermitteln? Wozu bringen wir sie denn? Ich verstehe nicht, wie es dazu kommen konnte, dass wir so ein Bild jungen Mädchen vermitteln, die das glauben und sich dabei selbst verlieren und in die Magersucht getrieben werden. Millionen Schönheits-OPs an sich machen lassen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr eigener Körper nicht genug ist. Wir wissen uns überhaupt nicht mehr zu schätzen, wir wissen unseren Körper überhaupt nicht mehr zu schätzen. Es wird alles einfach künstlich und in so eine Richtung gedrängt, die meines Erachtens nach super gefährlich ist. Und davon will ich mich überhaupt nicht ausnehmen. Auch ich habe schon tausende Diäten hinter mir. Habe früher darauf geachtet, dass ich auch die coolen Klamotten anhab und hübsch bin und geschminkt und tatata. Aber habe ich das damals für mich gemacht? Oder habe ich das für andere gemacht? Das könnte ich so gar nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall der Druck da, der Druck mithalten zu können. Teilweise, nicht immer. Nicht immer, aber alleine, dass es Tage gab, wo ich das sicherlich gemacht habe, ist schon schade genug. Und das ist genau noch das andere Thema. Warum, und davon will ich mich auch nicht ausnehmen, weil ich das auch manchmal mache, weil wir einfach so konditioniert sind. So, warum nennen wir andere Frauen Bitch? Warum machen wir uns selber fertig? Warum suchen wir ständig irgendwas Negatives an einer anderen Frau, nur damit wir uns selber besser fühlen? Und indem wir etwas Schlechtes über einen anderen Menschen sagen, fühlen wir uns dann tatsächlich besser? Ich nicht. Ich fühle mich dann noch beschissener.
Wir sollten damit aufhören, uns gegenseitig fertig zu machen, uns gegenseitig zu kritisieren, zu konkurrieren und einfach alle an einem Strang ziehen. Wir sind alles Menschen, wir sind alle im selben Boot und es ist mit Sicherheit allen schon mal irgendeine Form von sexueller Belästigung passiert. Oder dass wir alle schon mal das Gefühl hatten, eifersüchtig auf jemand anderen zu sein oder das Gefühl zu haben, konkurrieren zu müssen in einer Art und Weise. Aber das müssen wir überhaupt nicht. Wir müssen nicht konkurrieren. Wir können voneinander so viel lernen, indem wir einfach in den Dialog gehen, anstatt uns immer weiter voneinander zu entfernen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass anstatt du das nächste Mal sagst, die alte Bitch, ich mag sie nicht, weil darüber nachdenkst, warum du eifersüchtig bist. Und vielleicht lieber darüber nachdenkst, was ihr für Gemeinsamkeiten haben könntet und warum ihr vielleicht super Freundinnen werden könntet. Anstatt miteinander zu konkurrieren und sich fertig zu machen und dafür den Weg auch für Männer zu ebnen, uns ebenfalls als Bitch zu bezeichnen, denn wir machen das ja untereinander auch. Außerdem möchte ich, dass wir alle mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und wenn wir sehen, dass eine Frau in einer Notlage ist, oder auch ein Mann in einer Notlage zu sein scheint, nicht einfach die Augen zuzumachen und vorbeizugehen, denn es geht uns ja nichts an. Es geht uns allen was an. Wenn Leute sich am Nebentisch darüber unterhalten, oh ja, die alte bang ich heute, die alte Bitch. Sagt was. Sagt etwas dagegen. Lasst es nicht noch mehr zum Alltag werden, dass Menschen über andere Menschen so reden, dass sie denken, dass sie alles mit diesen Menschen machen können und ein Nein nichts wert ist. Wir müssen alle zusammenhalten und alle dem Ganzen ein Ende besetzen. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir die Welt vielleicht ein bisschen besser machen und sexuelle Belästigung, Konkurrenzkampf und alles, was dazu gehört, beenden. Und dass Frauen oder auch Männer als Objekte gesehen werden, mit denen wir machen können, was wir wollen. Das muss ein Ende haben. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, über so ein Thema zu sprechen. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist zuzugeben, weil man oft eingeredet bekommt, dass man selber schuld ist. Weil man hat ja eine kurze Hose getragen. Oder man hat die andere Person vielleicht zu lange angeguckt. Wenn du sexuell belästigt wirst, ist es nicht deine Schuld. Wenn du nicht möchtest, dass etwas mit deinem Körper geschieht, dann hat die andere Person es verdammt nochmal zu respektieren. Es ist nicht deine Schuld. Du hast nichts getan, wofür du dich schämen musst. Suche dir Hilfe, wende dich an Leute. Ich weiß, dass das manchmal unglaublich schwierig ist. Aber verstecke dich nicht. Du bist nicht allein. Um es noch ein letztes Mal zu sagen, weil mir das wirklich am Herzen liegt. Lasst uns alle die Augen offen halten, darauf achten, einschreiten und dagegen ankämpfen, dass Frauen und auch Männer wie Objekte behandelt werden. Ein Nein ist ein Nein und da führt kein Weg drum herum.